bin der Francesco und 43, querschnittsgelähmt seit 2015, beziehungsweise seit 1999 hauptsächlich gelähmt. Ja. Die Querschnittslähmung ist das Resultat eigentlich von der Hauptseitiglähmung. Jahrelang habe ich immer gekämpft, sportlich und aktiv zu sein, damit ich die Hauptseitiglähmung verbessern kann. Dadurch habe ich mehrere Diskussionen und Fehlerbildung von der Rückenwirbelsäule verursacht. Die Operation in sich ist mehrere Stunden gegangen und schlussendlich sind Nervenschädigungen entstanden. Eine komplette Querschnittslähmung verursacht. Dadurch sind auch neue Herausforderungen entstanden, Schluckbeschwerden, Schließmuskel vom Hals ist Teil gelähmt und ja, Oberkörperschwäche und Nerven im Allgemeinen. Mit dem Rollstuhl unterwegs sind jeden Tag mit Barrieren und Hindernissen vorgesehen. Das ist das grösste schwierige Teil und auch der psychisch zum Arbeiten macht. Ich liebe meine Umgebung, aber die ist auch basiert mit Altbau, mit Pflasterstein. Ja, es ist ein grosses Hindernis, zumal die Kraft nicht vorhanden ist. Die Steigungen überall, wo sie vorhanden sind. Was mir am meisten auch zu schaffen macht, dass ich eben seit meiner Querschnittslähmung nicht mehr Teile, Familie oder Freunde mehr besuchen. Die grösste Überwindung ist auch bei mir daheim. Ich kann nicht mehr rausgehen. Nicht einmal im Tiefkühler kann ich zugreifen. Das erste Mal im August 2019 sind sie mit dem Prototyp. Das war ein überwältigender Tag. Das ist schon rein, als ich es gesehen habe, vom Auto rausfahren. Das ist, und das erste Mal nach der Querschnittslähmung, das allererste Mal, als ich wieder hoch im ersten Stock gehen konnte, da sind Tränen geflossen. Das ist, ich habe gesagt, wow, das ist genau das. Ich habe mich gefühlt, als könnte ich die Welt erobern, als könnte ich wieder laufen. Und seitdem bin ich hartnäckig geblieben und diesen Traum habe gesagt, das muss ich eines Tages haben. Eben am Montag ist mein allergrößter Traum in Erfüllung gegangen. Es wäre ja natürlich ein Traum, Robbie Köller, mein Idol, und die Sendung Happy Day, wo ich keine einzige verpasse. Ja, das wäre noch etwas, dass er kommt und bringt mir den Chef von Brot. Aber dass das wirklich passiert, das hätte ich einfach nicht erwartet. Und dann war wirklich der Montag mein Happy Day. In dem Moment, wo der Chef angeladen wurde, habe ich sein Geräusch. Da habe ich gecheckt, das wird wirklich wahr. Man kann das mit keinen Emotionen, mit keiner Wertung von der Welt vergleichbar. Also ich freue mich schon, dass ich meine Gesundheit oder Situation einfach stabil halte. Und ich freue mich jetzt, dass ich fühle mich quasi zu 90% Fußgänger. Wo ich mich am meisten erfreue mit dem Pro ist endlich, dass Leute, die sie sagen, kannst leider nicht zu mir kommen, weil es nicht rollstuhlgängig ist, dass ich schon mal gehen kann. Vor allem freue ich mich, einkaufen mit dem, weil ich muss nicht jedes Mal schauen oder suchen. Personal könnte mir etwas nehmen von oben, wieder daheim, überall uneingeschränkt gehen kann. Einfach ein Glas nehmen oder einen Tiefkühler. Und ja, ich freue mich einfach an eine uneingeschränkte Freiheit. Ich freue mich vor allem auch Augenhöhe mit jemandem schnurren zu können. Ich habe tausende Bilder im Kopf, was ich mit dem machen möchte. Ja.